Und die sehen auch noch gut aus, ne? Ist wirklich ein hübscher. There's no need for cheat meals. Dann gönne ich mir mal hier. Das Training und die Ernährung, all das ist für mich die letzten Monate intensiver denn je. So intensiv habe ich noch nie trainiert. Moin Sportsfreunde, Görg am Start. Ich habe hier Sven mit dabei. Was geht ab? Was machen wir heute hier? Wir gucken uns mal ein paar Top-Athleten heute an. Top-Athleten, ne? Das heißt hier CrossFit. Ich weiß, für manche ist es immer noch ein bisschen fremd, aber wir haben heute die Besten der Besten hier. Genau. Unter anderem den Sieger der CrossFit Games, Matt Fraser. Zweimaliger Sieger. Zweimal sogar. Ja. Und Sarah Sigmundsdottir, eine der besten weiblichen Athleten. Und die sehen auch noch gut aus, ne? Ist wirklich ein hübscher. Ja, das ist eine geile Location hier, ne? Im E-Werk in Berlin. Das ist wirklich schön, also passt definitiv zum Event, ich denke auch zu Nike. Just Don't Quit und wir gucken uns das Ganze mal an. Ein paar Impressionen, auch neu für mich, ist mal was anderes. Ja, mega cool hier auf jeden Fall, sportliches Event. Ich habe jetzt die Ehre, Matt Fraser interviewen zu können. Sven ist so der fittest man on earth. Das ist definitiv der fittest man on earth momentan. Zweimal hintereinander gewonnen die letzten beiden Jahre. Die CrossFit Games, ja. Und wenn ihr Netflix am Start habt, ihr findet sogar Matt Fraser bei Netflix mit eigener Doku am Start. Also in den USA ist es wirklich ein Superstar, kann man schon sagen. Und ich darf jetzt mit ihm ein bisschen sprechen, habe mir ein paar Fragen notiert und ich versuche natürlich die Fragen jetzt nicht nur CrossFit-spezifisch zu stellen, sondern auch so ein bisschen fitnessübergreifend und ich werde so ein bisschen fragen, wie er sich vielleicht darauf vorbereitet, wie man sich vielleicht auch motiviert, nachdem man zweimal gewonnen hat. Und ich glaube, von dem könnt ihr einiges lernen, vor allem auch was mentale Fitness angeht, ne, wenn man so ein krasser Typ ist. Und wenn man dreimal am Tag trainiert, dann muss da auf jeden Fall was dabei sein. Also die Typen haben was drauf und er ist Nummer 1 davon und ja, wir gucken uns ihn mal an und ich bin mal gespannt, wie er so antwortet, wie er drauf ist und ja, gehen wir mal hoch und gucken mal. How do you do? Is your first time here in Berlin? Or? Yeah, first you trip like here. Yeah, so far so good, you know, we've had some amazing food, but it's mostly just like get to the hotel, come to the venue, back to the hotel, you know. By the time we get back, we don't have the energy to go out and see too much. But what do you think about the German community of CrossFit? It's a big difference. You know, it's very, very similar, you know. Everyone's in there to get a good workout in, you know, they have that common thing to talk about, so those friendships build. Yeah. Typical CrossFit gym, you know, everyone's having fun, having a good time, getting a good workout in. Okay, nice. You talked about the food in Berlin. Do you have a favorite cheat meal or what's your favorite kind of food? There's no need for cheat meals, you know. I eat pretty well. Okay. 3 meals a day. You know, just like any type of good barbecue is. Okay. How important is this food for your success? How much % of success is the right food for you? Yeah, I think that's tough to answer. You know, in terms of getting the good nutrition is obviously incredibly important. You know, just giving your body the fuel to get through the workouts that you need to get through. You know, a couple years ago I didn't take nutrition too seriously, and when I was in the moment, I was like, oh, it doesn't matter. I feel great. You know, and then it was after the season, looking back at what I could have done better, and that was a huge element that I had skipped over, and I realized the importance of it. So now I take it fairly seriously. You know, I'm not counting calories or counting macros, anything like that. So you don't have a specific diet in preparation of the games. What do you think makes the last few % difference between the other athletes to get success, to be the best? I don't train with many other people, or in years prior, I haven't trained with a lot of other people, so it's very hard to say like what they're doing right or what they're doing wrong. And I hope same situation, someone that doesn't train with me is not going to say, oh, you know, this is why he messed up. I'm like, no, you've never trained with me before. You have no idea. I always break down. I always go back and study the tapes and see
And I never focus on the other athletes. I don't care what they're doing. I focus on my performance and what did I do well, what did I do wrong, what can I do better at, and then I break that down into, basically I take it from a year goal and break it down to a daily steps of what can I do today to better myself to reach that year-end goal. Last question, do you have a tip for your 3 best tips for recovery? You know, just eating clean, that has a huge effect on your performance down the road. Lots of sleep. Have you got time for a deload week or something like that? I take them as I need them. You know, sometimes I'll train 3 weeks hard and then take one, and then other times I'm like, after 2 days, I'm like, oh, I need an easy day. Perfect. Okay. All right. Thanks a lot. Thanks, man. Yeah. So, frisch geduscht, liebe Sportsfreunde. Ich war gerade noch beim Training, habe aber nicht gefilmt, denn ich brauchte einfach mal ein bisschen Fokus, war mir wichtig. Form geht eigentlich durch das Intermittent Fasting immer noch ganz gut. Und ich habe mir jetzt gerade was zu essen bestellt, ist mega spät. Aber ich dachte, ich brauche mal wieder was Gutes, Frittiertes. Und das gucken wir uns einfach gleich mal an, oder? Oh, so, eine Kleinigkeit ist dann doch angekommen. Ein Tütchen. Ich würde nur sagen, wir gucken mal rein, was es lecker zu essen gibt für mich. Ja, dann gönne ich mir mal hier ordentlich Sushi. Dann diese Teigtaschen, diese voll geil, so Garnelen drin. Frittiert, muss immer reingehen. So Bumbo Deluxe, so ein Reisnudelsalat mit Rind und dann noch ein bisschen Rinderspieße. Und das ist mega, mega nice. Und es schmeckt so geil. Das verdrücke ich alles auf einmal. Glaubt mir das, ich schaffe das. Ja, viele fragen jetzt so, hey Görki, das ist doch voll teuer, wie kannst du das machen, so viel Geld für Essen? Ja, es ist teuer, ich zeige euch das mal, sogar ich bin mal ganz ehrlich. Der Spaß kostet mich jetzt 48,90 €. So, das ist viel Geld natürlich für Essen, aber jetzt, ich möchte das erklären. Das, was ich hier mache, das ist mein Luxus. Das ist wirklich so, das ist mein Luxus, den ich mir gönne. Ich gönne mir wirklich sonst gar nichts. Ich habe keine teuren Uhren, ich habe keine teuren Klamotten, ich habe keine teuren Schuhe. Ich mache keinen teuren Urlaub. Ich habe kein teures Auto. Versteht ihr, was ich meine? So, ich habe keine Computerspiele. Ich spiele kein Golf. Ich sammle keine Pokémon-Karten. So, ne? Also ich habe kein teures Hobby sonst. Ich gebe nicht viel Geld für Dinge aus, außer für öfters mal bestellen, weil das ist für mich Luxus, Essen ist für mich Luxus und den Luxus gönne ich mir einfach. Andere haben andere Prioritäten. Für mich ist Essen mit so das Geilste, was ich machen kann. Also ich sehe keinen Grund, wieso man nicht viel Geld für Essen ausgeben sollte, wenn man Bock drauf hat, weil es einfach geil ist. So, ne? So sehe ich das. Das sehen bestimmt viele anders, aber das ist einfach mein Luxus, den gönne ich mir und deswegen ziehe ich mir das jetzt ordentlich rein. So, ihr braucht doch jetzt echt keine Angst haben, dass nur noch CrossFit kommt oder sonst was. Ich muss aber sagen, mich inspiriert das gerade ein bisschen, aus einem bestimmten Grund. Und zwar, überlegt mal ganz kurz, es ist halt oft so im Fitnessstudio, finde ich, nicht bei vielen, aber bei manchen ist es einfach so ein bisschen, Fitness ist halt einfach so ein Alltagsding, man geht da hin, macht das so ein bisschen, markiert sich einmal bei Facebook, macht vorher vielleicht so eine Fluppulo an, macht ein bisschen das Training. Und ich sehe halt, gerade auch bei CrossFit ist es halt ganz krass so eine Leidenschaft, die die Leute wirklich dazu bringt, ne? Also die geben richtig Gas, die sind voll dabei, die leben das voll. Und einfach aus sportlicher Sicht finde ich das geil, ne? Dass Leute einfach so mit 100% beim Sport dabei sind. Und das hat man halt viel bei diesen CrossFit-Leuten, die einfach 100% geben, das voll leben, voll Gas geben. Und auch so Matt Fraser, das ist halt einfach eine riesen Inspiration. So ein Typ, der halt so alles da reinsteckt, voll dabei ist, übelst erfolgreich ist und einfach eine krasse Maschine ist. Ich kann mir vorstellen, das ergänzend zu machen, weil beim CrossFit ist einfach auch das Ding, es ist ein bisschen flexibler. Es gibt beim CrossFit gibt es bestimmte Techniken, auch die Mobility spielt eine Rolle, wo ich auch wirklich noch verbesserungsbedürftig bin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht zweimal die Woche das mit einbaue, ergänzend zu meinem Krafttraining, um einfach noch besser zu werden, ne? Und ich glaube, es ist mal ganz gut, sportlich gesehen, dass man sich mit Leuten abgibt, dass man mit Leuten Zeit verbringt,
die einfach eine Leidenschaft für was haben. Ich finde es wichtig, mit Leuten was zu tun, egal in welchen Bereichen, die für etwas brennen, die mit ihrem Leben dabei sind, irgendwas zu tun, irgendwas zu schaffen, irgendwas durchzuziehen. Und das ist einfach eine geile Inspiration. Das kann ich einfach nur jedem empfehlen, ob das jetzt CrossFit ist oder Leute, die eine andere Sportart machen oder sonst was. Umgebt euch mit Leuten, die eine Inspiration für euch sind. Leute, die wirklich Gas geben, die leidenschaftlich bei etwas dabei sind. Weil nur das bringt einen persönlich auch weiter, vielleicht so ein bisschen mal das Feuer und die Flamme zu entfachen. Ja, ich dachte, ich könnte euch noch mal einen kleinen Einblick aus meinem Training von gestern Abend gewähren. Und zwar habe ich die Beine trainiert. Schaut mal rein, Beintraining, Kniebeugen 110 Kilo. Ich denke, ich habe mich bei der Technik ein bisschen verbessert. Es steht gerade so im Fokus. Es steht nicht im Fokus, die Kraft zu steigern, weil bei der Körperform, die ich halte, ist es gar nicht möglich, groß die Kraft zu steigern, weil ich nach wie vor bei 81, 82 Kilo bin und das auch so haben möchte. Ich merke einfach für mich, dass die Muskeln besser arbeiten, wenn ich die Technik richtig schön optimiere und nicht irgendwie auf Teufel komm raus viel Gewicht weghaue. Das bringt mir am Ende einfach viel, viel mehr, wenn ich wirklich den Muskel richtig spüre und durchbluten kann. Das ist einfach auch so, das ist viel Arbeit momentan. Seit 8 Monaten halte ich das ja schon so, dass ich seit fast 8 Monaten jeden Tag nur eine Mahlzeit esse. Jeden Tag, bis auf wenige Ausnahmen, in den letzten Monaten waren es vielleicht 5 freie Tage oder so, ja, jeden Tag 1,5 Stunden Krafttraining mache, 20 bis 30 Minuten Cardio, fast jeden Tag. Und nur so ist es für mich möglich, ansatzweise diese Form zu halten. Und dann kommt natürlich mal so Kommentare, Görki gönnt sich jetzt auch was und sonst was. Ihr müsst euch einfach mal, das könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn ihr das nicht mal so 100% durchzieht. Also das Training und die Ernährung, all das ist für mich die letzten Monate intensiver denn je. So intensiv habe ich noch nie trainiert und dementsprechend auch der Fokus beim Training. Und deswegen einfach auch kaum Aufnahmen aus dem Training, weil ich mein Training, das brauche ich für mich. Ich brauche das 100% für mich, das Training. Deswegen gibt es auch keine YouTube-Videos momentan so groß von meinem Training. So sieht es einfach aus. Ne? Das ist mir eigentlich wichtig, dass es, ja, das ist das Highlight meines Tages, dass ich da Vollgas geben kann und auch wirklich alles reinhänge, weil nur so funktioniert das einfach, diese Form zu halten. Mit dem Larifari-Training geht es leider nicht. Da brauche ich jeden Tag genau diesen Knall im Training. Ne? Ich wollte zum Ende des Videos hier nochmal ein bisschen auf die Kritik eingehen. Kritik wegen Werbung. Das letzte Video oder eins der letzten Videos war dieses Netflix-Video. Ich verstehe die Kritik. Ich möchte da einfach auch nochmal sagen, das war mir fast bewusst, dass es nicht gut ankommt. Ich glaube auch die Ironie, die da drin steckt, da haben viele auch einfach gar nicht verstanden. Muss ja auch gar nicht zu erwarten sein, dass das verstanden wird. Und ja, ich habe da auch ein bisschen so gesagt, okay, ich mache das Video. Ich habe es mit dem Rafa gemacht. Wir haben beide ein kleines Sümmchen dafür verdient. So, und für den Aufwand war es eigentlich wirklich eine gute Relation. Das hätte jeder gemacht von euch. Jeder hätte das von euch gemacht, glaubt mir. Und ich bin immer noch der Meinung, bei so einem Werbevideo, wo es um einen Film geht, um irgendwie eine Werbung zu einem so ein Netflix-Film oder sonst was, das tut niemandem am Ende weh. Das hat vielleicht nicht unbedingt jetzt den Mehrwert, den wir uns vielleicht erhofft haben, aber wenn ich für einen Film werbe, tut das niemandem weh. Es gibt Leute da draußen, die haben für Abo-Fallen geworben. Es gibt Leute da draußen, die haben mit Hoffnung gespielt, die haben euch erzählt, es gibt in Obst und Gemüse aus dem Supermarkt keine Nährstoffe mehr, ihr müsst irgendein Pulver trinken und kaufen, damit ihr gesund seid. Ja, Leute haben euch wirklich übelst verarscht und angelogen. Werbung für einen Film lüge ich euch garantiert nicht an, aber natürlich war das kein Mehrwert und das muss ich mir hier eingestehen und das sorry sagen. Andererseits sehe ich es einfach auch so. Rafa konnte das Geld gut gebrauchen, ich konnte das Geld gut gebrauchen, das sagt man ganz ehrlich. Ich glaube, das machen wenige YouTuber, die sagen, hey, ich habe eine Werbung gemacht, weil ich einfach auch das Geld gut gebrauchen konnte und da war es einfach der Fall. Ja? Ich habe das Geld gut gebrauchen können, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich einfach jetzt auch in der nächsten Zeit hier die Qualität ein bisschen steigern möchte, dafür muss ich auch einen Kameramann anstellen, dafür muss ich vielleicht auch einen Cutter bezahlen. Ich habe die Fitnessanleitung habe ich rausgebracht. Die Fitnessanleitung hat viel Geld gekostet, ein paar tausend Euro, dass das überhaupt erstmal so steht. Und ich habe euch trotzdem versucht, das Ganze für einen günstigen Preis anzubieten. Ich glaube einfach, für das, was ich euch anbiete, findet ihr nirgendwo was so günstig ist. Das meine ich komplett ehrlich, weil für mich ging es wirklich darum, dass sich das jeder leisten kann, dass jeder da einfach was bekommt, was ihn an die Hand nimmt und als Einsteiger einfach an Fitness und Ernährung heranführt. Und ihr müsst es einfach mal so ein bisschen verstehen oder zumindest versuchen. Ja, wenn ihr so eine
Fitnessanleitung für 39 € kauft, denkt ihr tatsächlich, verdient 39 € da dran. Ja, ihr müsst es mal so sehen, inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, 19% von den 39 € sind komplett erstmal direkt weg. 30% Einkommensteuer sind weg. Das heißt, bumm, 50% der 39 € sind weg. Dann bleiben noch 20 € übrig. So, dann muss ich den Webdesigner bezahlen, dann für die Grafiken, die ich habe erstellen lassen für das Programm, muss ich auch noch jemanden bezahlen. Bumm, am Ende bleiben vielleicht pro Verkauf 10 € bei mir hängen. Dann sind noch PayPal-Gebühren, 1,09 € drauf, dann sind es vielleicht nur noch 9 € pro Verkauf. Ich glaube, das sieht halt keiner, dass es am Ende nicht wirklich viel ist und dann auch noch diese ganze Zeit, die man halt da reinlegt, ja, dass man die Rechnung schreiben muss, dass man das auch Ganze über Monate erstellt, die Inhalte erstmal schreibt, das ist ja auch Arbeitszeit, dafür bezahlt einen halt keiner. Und das ist halt manchmal dann schade, wenn man halt ein Werbevideo bringt, wo ich natürlich die Kritik verstehe, aber so ein Werbevideo wie das Netflix-Video macht man aus dem Grund dann halt auch, dass man halt einfach dann Geld hat, was man genau in so eine Fitnessanleitung investieren kann, dass man euch dann wieder vielleicht dann doch mal woanders einen Mehrwert bieten kann mit dieser Fitnessanleitung oder vielleicht auch mit coolerem Content, dadurch, dass ich einen Kameramann oder einen Cutter bezahlen kann für neue Videos. Das ist so ein bisschen der Kreislauf, ja. Und das finde ich manchmal schade, dass dieser Kreislauf, dass wie wir oder wie ich jetzt Geld verdiene und wie ich das ja auch eigentlich reinvestiere, dass das leider oft nicht verstanden wird. Ich lebe nicht auf großem Fuß. Ich habe euch gesagt, das Essen, das ist das Einzige, was ich mir gönne regelmäßig. Das ist mein Luxus, aber ich habe keine teuren Uhren, keine teuren Klamotten. Kann aus Glück sagen, dass ich vieles an Klamotten auch bekomme, Sportsachen natürlich, aber das ist einfach dieser Kreislauf, den ich euch mal erklären wollte. Es ist nicht immer nur das, dass ich euch abziehen möchte und euch verarschen möchte oder mir eine goldene Nase verdienen möchte. Ich möchte gerne davon leben, weil es meine Leidenschaft ist, was ich hier mache, aber ich möchte euch auch eigentlich dann versuchen, wieder Mehrwert irgendwo zu bieten. Das ist ein bisschen der Kreislauf, um das einfach mal zu schließen, hier am Ende des Videos das Ganze zu erklären. Ja, aber ich glaube, der eine oder andere versteht es auf jeden Fall auch. Und in dem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. In dem Sinne, vielen Dank, haut rein, bis dann, euer Görki. Ciao.